Jo, hallo, zurück zu Crime and Punishments. Also Sherlock rennt hier immer noch durch das Häuschen. Wir haben das ja eigentlich alles aufgedeckt jetzt. Die eine Nummer ist eigentlich durch, dass der eine dass er gestolpert ist, beziehungsweise hier versucht hat reinzukommen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir, ja, wie soll ich sagen, nochmal ein bisschen hier rumschauen, weil eigentlich wollen wir einen Schlüssel für die anderen Bereiche haben, ne? Den rückt der eine Vogel nur nicht raus. Wir können auch mal ein paar Schlussfolgerungen treffen. Oder auch nicht. Der war eingesperrt, das wissen wir. Oh, eine Autopsie durchführen. Dann wollen wir das doch mal machen, oder? Scotland Yard oder wo? Baker Street natürlich nicht. Mal hingehen. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Okay, Autopsie, da wollen wir da mal hingehen. Ich meine, am Ende des Tages haben die ja irgendwelche Gasmasken und sowas verbrannt. Das ist schon ein bisschen strange, ne? Also... Ist er das hier? First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Schlitzen wir den auf, oder was? Oh. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Okay. Schnupper, Schnupper. Sagen wir No die Finger. redness, stings or bruises. Drüben auch nicht. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Nein. Also komm. The heart's blood vessels show no pathological signs. Okay, ich kann das ja irgendwie drehen. Schauen wir mal hier, was haben wir noch? The heart tissue shows no visible pathological signs. Okay, Herz, okay, Lunge. The lungs are congested and edematous. Muss gleich husten. Oh, was ist das denn? Okay. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Die Leber, The sieht gut liver is aus. enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Echt? The Ein liver tissue Trinkerleber? is brown. There are no visible pathological signs. Okay, was haben wir noch? Der Magen. The stomach tissues show no visible pathological signs. Drehen wir den doch mal. Ne, sieht alles gut aus, ne? There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Okay, My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade?
Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens. Martyn Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson. It is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Okay. Ja, komm, also ich weiß nicht, ob wir... Der war eingesperrt und er war vergiftet oder wurde vergiftet. Das ist wohl klar. Okay. Das können wir als Fakt hinnehmen. Bringt uns jetzt aber nicht so richtig viel. Also, hauen wir ab. Hier durch, ne? Ja, komm, lauf! Hat er noch persönliche Sachen gehabt? Okay. Also This schöne Uhr. watch is of great value. Dann haben wir noch einen Brief. Druckerei Wayne & Son. Ausstellung Kew Garden. Allerdings ist nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Okay, nur mein Namen. A beautiful feather pen of a good make. This watch is of great value. Ja. Was ist auf der Karte? Mitgliedsausweis. Wovon? Wok. A membership card for the London Crest Club. Oh, gut. Also das Archiv brauchen wir auf jeden Fall. Gucken wir jetzt nochmal hier. Was haben wir noch? Ja gut. Welche Pflanze und. Das wird natürlich jetzt nicht so einfach. Aber wir werden erstmal das Archiv plündern. Okay, was suchen wir nach Kunstgegenstand, Topf, was weiß ich. Was haben wir denn noch? Kunst und Architektur. Nee, Moment mal. Ja, klar, Moment. Gucken nochmal. Moment mal. Nach seltenen Pflanzen Botanik suchen. Nach Symbol auf zerbrochenen Topf suchen. Also Botanik ist ja wohl eher... Wir gehen mal hier rüber. Forschungsgebiet, Chemie, Gifte und Toxine. Ist die da drin? Nö. König der Gifte, Verletzung. Komm, Botanik ist dann weiter hier drüben. Der Zeitung wollen wir auch nicht. Komm. Kunst und Architektur. Botanik. Wie heißen die denn alle? Puh.
Here it is. Okay. Und Symbol, wo finde ich das denn jetzt hier? Das ist wohl eher sowas wie, wie kriege ich jetzt das raus? Eher so... Es stammt nicht von Kew Gardens und bedeutet so viel wie göttlich. Mhm. That is not the one I need. Kunst und Architektur wäre natürlich irgendwie cool, ne? That is not the one I need. Technik, Geschichte, Medizin, Botanik, das war's. Also hier mal nicht. Das glaube ich jetzt auch nicht. Hier aber auch nicht, ne? Zeichen und Symbole. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. Ich hätte jetzt gedacht. Ach, göttliche Gesellschaft. Okay, alles klar. Ach, meine Güte. Für vegetative Verehrung und Meditation, okay. Here it is. Wie The finden wir das denn Divine jetzt Syndicate raus? is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Okay, ja, alles klar. Moment. Was war das für eine Info? Okay, das sind die Pflanzen. Wir haben aber immer noch keinen Zugang. Also wir gehen auf jeden Fall mal wieder runter. Komm, flupp. Was für eine Fahrt, ne? Meine Güte. Wow, wow, wow. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Na, ist ja total nett, ey. As Deputy Director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. Ja. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Okay. You mentioned Was für that ein Mr. Lebensstil. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And
He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Okay, das gefällt ihm also nicht. What is your opinion of Albert as a student of botany? Useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Ah, okay, vielleicht ist er auch noch eifersüchtig, ne? Das kann auch sein. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Boah, das war ganz schön informativ. Jetzt lass noch mal gucken, dass wir von dem einen Fuzzi da die Schlüssel kriegen. Ist der Vogel noch hier? Cheep, cheep. Da ist er. Komm, gib uns mal die Schlüssel. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martyn Hamish, the Deputy Director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the Deputy Director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious.
He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Okay, also die hatten kein gutes Verhältnis, er jetzt auch nicht. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Okay, gib uns mal die Do you Schlüssel. hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Klar. Thank you, young man. We shall Okay, see you das- again soon. Ah, Miss White treffen. Okay, die ist in dem Seed-Ding, das ist ja ganz hinten, ne? Jetzt mal gucken, was haben wir rausgefunden. Also vergiften mit tödlichen Pflanzen, das ist wohl auch klar. Okay. Gehen wir mal davon aus. So, welche Schlüssel haben wir denn jetzt? Einen Schlüssel für da hinten durch, ne? Oder für hier rein? Geht das auch? Ah. Okay. Wupp. Oh, Labortisch. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Man weiß es nicht. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Ah, Hundi. Tobi holen. Okay, jetzt erstmal nicht, ne? Ich will jetzt hier noch mal ein bisschen rumgucken. A botany book. This student's book belongs to Albert. Tja. Brauchen wir wahrscheinlich nicht so wichtig. Richtig wichtig. So, was haben wir hier? Wir haben eine Schutzausrüstung. Eine ist ja weg, ne? Gloves. Waterproof aprons. Everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Mhm. Und da hinten verbrannt worden. So, hier ist es natürlich It leer, ne? appears as though the protective equipment is missing from here. Locked. Holmes, Ah, Albert so Dunn didn't cloakroom. give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Oh, okay. Na, wir drehen erstmal. Das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Das ist ja krass. Also nochmal, das ist das. Das drehen wir mal noch ein bisschen. So vielleicht. Ja, diesmal ist es nicht so einfach, ne? Also ich mache das mal in die Mitte. Tak, tak, tak. So.
gibt das Strichlein, darunter geht's weiter, genau. Es gibt auch noch das Ding. Nehmen wir doch das mal. Ach so, muss man da irgendwie drunter ran, oder was? Hier ist so eine... Aha, da ist irgendwas... Ah, so richtig geblickt habe ich es noch nicht. Okay. Das muss natürlich einer sagen. Okay, das muss zusammenpassen. Moment. Also nochmal. Das Ding drehe ich. Das passt da rein. Aber das ist nicht cool. Das ist cool. So, ne? Okay. So, jetzt können wir das alles zusammendrehen. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, so. Und das Ding da. Wir kriegen jetzt erstmal das grüne Ding hier, ne? Das müsste so sein, oder? Genau. So, und jetzt... wie kriegt man das Ganze... Das Ganze passt doch. Okay. Nö, das ist so okay. Das Grüne passt irgendwie jetzt noch nicht so richtig, ne? Lass nochmal das Grüne drehen. Oh, das ist echt not so easy. So, wo geht's denn? Hier geht's so durch, ne? Das Grüne. Da fehlt mir jetzt irgendwie ein Stück, ne? Das passt doch gut dahin. Das sieht doch irgendwie cool aus. Jetzt wäre natürlich noch die große Frage. Für mich passt das. Ne, das ist schon okay so. Das hier und das passt. So. Aber das Grüne jetzt hier, ey, das habe ich alles nicht. Also nochmal blau drehen. Ups. Das Ding könnte so gehören. Nö, das ist schon, eigentlich so ist das schon ganz cool. Was müsste ich denn eigentlich sehen? Weil am Ende des Tages interessiert mich ja irgendwie dieser Strich hier, ne? Also nochmal, ich drehe nochmal diesen ganzen Bereich hier. Das Ding, das drehe ich nochmal, so dass das da passt. So, dann drehe ich den grünen. Oh geil, mit so einem riesen Fenster hier. Was denn, wenn man das hier dreht? Kommt da auch irgendwann so ein Fenster, wo man komplett durchschauen kann? Nein. So, aber es geht ja um das Ding hier. Das ist doch eigentlich nicht so schlecht. Yes, so soll es sein. Open. Ja, maximal illegal, oder? Gut, aber schauen wir nochmal Martyn rein. Hamish's locker. Father and I, Kew Gardens.
Okay, er und A sein review Vater. on rare and exotic plants. Martyn Hamish has written several pieces. Okay, vielleicht ist er ein guter Botaniker, ne? Aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kühlgarten möchte ich ihn bewerben auf den Posten des Direktors erneuern. Okay, ist schon mal abgelehnt worden. Blablabla. Wie Sie bereits mal in früheren Briefen bekundet haben, halte ich niemanden für besser geeignet als mich selbst. Na klar. Bla bla. Wie kann ich Gärtner unerfahren mutieren? Okay, der ist halt echt genervt, ne? Er will das unbedingt machen. Okay, also der ist ein Martyn bisschen Hamish abgenervt. studied chemistry. Interesting. Okay, Albert. Albert Locker. Young Albert, standing with a woman in front of London University. A rejection letter from the British Royal Naval College. Okay, der wollte mal zur Navy. Bla bla bla. Muss ich trotzdem die eigene Eingangsprüfung noch in die Rollen Navy willkommen heißen können. Ihr Vater hat seine Absicht zum Ausdruck. Okay. Also eigentlich hat der Vater es so vorgesehen, dass Specialist der... articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Aber ich wollte doch eigentlich nochmal das Bild einsehen, oder? Young Albert, standing with a woman in front of London University. Also London University und er will eigentlich zur Navy, ne? Okay, also. Was haben wir denn hier noch stehen? Da ist noch ein Locker, okay, von der Frau White. Miss White's locker. These jewels must be worth a small fortune. Okay. Schlecht geht's ja scheinbar nicht. Apparently, Miss White is a capable student. Auch in Chemie, ne? A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Liebe Mutter, lieber Vater, bla bla bla, Studien. Aus dem Grund werde ich auch mich nicht... mir ist bewusst... Okay. Oh, hat total viel Schmuck, aber keine Kohle? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Klamotten auch ohne Ende. Ah, noch ein kleines Täschchen. A vanity purse. It is of high quality. Ah, wir werden ganz überrascht und dein Brief, du kannst uns... Wie kannst du uns... Ach so. Oh, kein gutes Verhältnis, ne? Oh Mann, ey, die schämen sich alle. Naja gut, alle kein gutes Verhältnis, ne? So, was ist das hier? Albert. Okay, Margaret und Albert. Okidoki. Miss Whites Familie, Miss Whites Studium. Ups.
Klar, Moment mal. Also, ich wollte das mal... Ja, genau. Also, Vergiftung und tödliche Pflanzen. Okay. Mich auch. So, Alberts Ambitionen. Achso, nee. Also, das mit der Familie. Die beiden hätte ich jetzt gedacht, das passt doch wie Faust aufs Auge. Was ist denn los? Okay, wir können noch nichts machen. Achso, Moment. Was hatten wir? Vergiftung, Alberts Ambitionen. Nö. Das sollte aber auch jetzt auch erstmal reichen für diese Session. Ne? Wir gucken uns dann halt mal die Miss White gleich mal genauer an. Also, bis gleich. Tschüssi.